Kaum eine Airline hat so viele Auszeichnungen wie Singapore Airlines. Aber ist sie wirklich so gut, wie alle sagen? Ich wollte es einmal selber testen und bin in der Business Class im Airbus A350 geflogen. Und was ich da erlebt habe, das hätte ich so nicht erwartet. Nichts, was man jetzt groß zeigen sollte oder worüber man berichten sollte. Ich bin gerade in der Modehauptstadt in Mailand und für mich geht es jetzt gleich nach Barcelona. Das Ganze allerdings nicht mit Vueling oder EasyJet oder so. Heute geht es dahin mit Singapore Airlines. Auf geht's! Singapore Airlines, eine der besten Airlines der Welt. Wenn man vielen verschiedenen Auszeichnungen, die es immer wieder so gibt, über Airlines glauben mag, da ist die Airline eigentlich zusammen beispielsweise mit Qatar Airways immer auf den Spitzenplätzen. Und auf der Strecke von Mailand nach Barcelona, da bieten sie einen sogenannten Fifth Freedom Flight an. Also ein Flug, der weder im Heimatland der Airline, also in Singapur, startet noch landet, sondern es ist mehr oder weniger eine Verlängerung des Fluges von Singapur nach Mailand. Der wird dann eben, nachdem er gelandet ist hier aus Singapur, nochmal ein kleines Stückchen verlängert. Und das bietet wieder einmal die Möglichkeit, auf einer relativ kurzen Strecke, so 1,5 Stunden etwa, das Langstreckenprodukt von Singapore Airlines wunderbar zu testen, sich da mal einen Eindruck zu verschaffen und daraus dann eben abzuleiten, ob das Produkt vielleicht auch für eine wirklich längere Strecke in Frage kommt. Eingesetzt wird auf dieser Strecke übrigens ein Airbus A350 und ich fliege heute in der Business Class. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt geht es auf jeden Fall erst einmal Richtung Sicherheitskontrolle und in Richtung Ausreise. Denn es handelt sich hierbei zwar um einen Flug innerhalb des Schengen-Gebietes, also von Italien nach Spanien, allerdings dadurch bedingt, dass er aus Singapur angekommen ist und dass da auch noch Passagiere aus Singapur drin sitzen, wird er eben hier als normaler Non-Schengen-Flug behandelt. Das heißt, eine Ausreise ist notwendig. Die Sicherheitskontrolle hier ging richtig schnell, perfekt. Keine Minute hat das gedauert. Jetzt geht es nochmal durch die Ausreise und dann geht es hier auch in die Lounge. Singapore Airlines hat hier eine sogenannte Contract Lounge. Die wird eben auch für Reisende in der Business Class angeboten. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht informiert, ob es hier noch weitere Lounges geben würde im Non-Schengen-Bereich, die ich möglicherweise auch durch meinen Starlines Gold-Status nutzen könnte. Denn Singapore Airlines ist auch Mitglied der Starlines, also genauso wie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines oder auch Turkish Airlines. Das heißt, mit einem Vielfliegerstatus auch hier Loungezugang, reiseklassenunabhängig möglich. Lassen wir uns mal überraschen, wie die Lounge hier so ist. Und da werde ich euch dann gleich noch mal ein bisschen was zu diesen Fifth Freedom Flügen bzw. Flügen mit Langstreckenflugzeugen innerhalb Europas auf kürzeren Strecken erklären und euch auch noch mal ein paar Tipps geben, wie man die gut buchen kann. Und die Lounge, die Singapore Airlines hier am Airport Mailand Malpensa nutzt, das ist die Montale Lounge. Auf jeden Fall steht auf meiner Bordkarte: You are invited to the Montale Lounge. Schauen wir uns das mal an. Und angekommen hier in der Lounge und natürlich, was darf hier nicht fehlen? Ein Espresso und heute Morgen natürlich ein doppelter. Ansonsten ist das hier eine Standard-Lounge, also gibt ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Das war es aber auch. Nichts, was man jetzt groß zeigen sollte oder worüber man berichten sollte. Einfach Standard. Jetzt nochmal zu diesem Flug. Wie gesagt, es handelt sich um einen Fifth Freedom Flug, verlängert von Singapore kommend. Erst hier nach Mailand und dann weiter nach Barcelona. In der Gegenrichtung eben von Barcelona nach Mailand und dann weiter nach Singapur. Diese Flüge, die sind super interessant meiner Meinung nach, denn es gibt wie gesagt immer die Möglichkeit, dieses Produkt dann einmal zu testen und dann eben später zu entscheiden, okay, wäre das auch was ich auf Langstrecke fliegen würde oder eher nicht. Zur Buchbarkeit von diesen Flügen noch ein paar Tipps. Wenn ihr die in der Business Class fliegen wollt, kauft auf gar keinen Fall ein normales Business-Class-Ticket. Das sind wirklich meist mehrere 100 Euro und das ist es meiner Meinung nach dann auf dieser kurzen Flugzeit nicht wert. Sondern die Empfehlung wäre meinerseits, bucht das entweder über Meilen, also ein Business-Class-Ticket als Meilen-Award, oder bucht es in der Economy-Class, denn da sind diese Fifth Freedom-Flüge, wie zum Beispiel hier jetzt von Singapore Airlines, aber auch von Ethiopian Airlines, die haben diese Flüge auch viel innerhalb Europas. In Economy Class sind diese Flüge teilweise sehr, sehr günstig zu haben. Und wenn ihr sie da dann gebucht habt, dann versucht euer Glück entweder mit diesem Gebot für ein Upgrade, was einige Airlines anbieten, oder schaut beim Check-in bzw. am Flughafen später mit eurem Economy Class Ticket,
dass ihr das dann zu einem wirklich günstigen Preis noch geupgradet bekommt. Ich habe euch zum ganzen Thema Upgrades aus der Economy Class heraus kürzlich auch mal ein Video gemacht. Schaut da auch gerne mal vorbei, da habe ich euch mal die verschiedenen Arten von Upgrades und auch die spontanen Upgrades etc. komplett zusammengefasst. Und nach einem kurzen Lounge-Aufenthalt ist es jetzt auch gleich Zeit fürs Boarding. Das Flugzeug kam ein paar Minuten zu spät aus Singapur an, hat hier eigentlich nur eine Bodenzeit von einer Stunde. Schauen wir mal, ob das ein bisschen Verspätung heute gibt. Gate ist hier auf jeden Fall B79 und es ist ein bisschen Lauferei von der Lounge. Und hier ist er auch schon zu sehen, im Regen und in der Dunkelheit, unser Airbus A350 von Singapore Airlines mit dem Kennzeichen 9VSMP. 8 Jahre ist er alt und die sind auf jeden Fall gerade noch dabei, ihn ein bisschen zu beladen. Das Boarding hat begonnen für den Singapore Airlines Flug jetzt nach Barcelona. Es ist ja auf jeden Fall sehr, sehr leer. Ich glaube, eine Handvoll Passagiere mit mir. Schauen wir mal, wie es gleich in der Kabine aussieht. Jetzt auf jeden Fall erst einmal rein in den Airbus A350. Und damit herzlich willkommen bei Singapore Airlines in der Business Class. Mein Sitzplatz heute hier, 17a auf der linken Seite am Fenster. Und ihr habt es gerade schon gesehen, man wird hier richtig, richtig gut empfangen. Also ich wurde an der Tür empfangen beim Boarding. Man hat mir meinen Sitzplatz gezeigt, mich dahin begleitet, die Overhead-Bin geöffnet etc. Und man fühlt sich wirklich direkt hier richtig willkommen. So, dann hat sich die Flugbegleiterin gerade vorgestellt mit Namen etc., hat gefragt, ob ich noch ein paar Amenities möchte, Slippers oder so. Und da habe ich natürlich erstmal was bestellt. Und zwar einmal ein paar Slippers und zudem auch ein Amenity-Kit. Auch das gibt es hier auf diesem kurzen Flug. Und dann ging es gleich direkt weiter. Es gab ja auch schon ein Begrüßungsgetränk, da standen verschiedene Säfte zur Auswahl, beziehungsweise natürlich auch Champagner. Aber morgens, da ist dann der Orangensaft doch die angenehmere Wahl. Und zudem, während des Boardings, gab es auch gerade schon das heiße Tuch. Wow, also erster Eindruck hier, Wahnsinn, richtig guter Service. Jetzt schauen wir uns hier mal den Sitz an. Also grundsätzlich ist das hier bei Singapore Airlines im Airbus A350 in der Business Class in einer 1-2-1-Konfiguration angeordnet. Und wir haben hier direkt am Sitz schon mal ein großes Kissen liegen. Also wirklich, wow, groß. Größer als mein Kopfkissen zu Hause. Und eine Decke, die liegt hier auch bereit. Ansonsten seht ihr schon hier auf der linken Seite von mir aus jetzt, wir haben hier verschiedene Steckdosen, also eine Universalsteckdose und auch USB-Anschlüsse. Dann haben wir hier oben eine Lampe. Ja, die lässt sich auch in der Stärke des Lichtes verstellen. Und wir haben hier noch so eine Art Magazintasche, die ist jetzt leer, aber da könnte man eben auch noch Sachen verstauen. Dann, wie gesagt, die Slippers und das Amenity-Kit, was ich hier habe. Und wir haben dann hier auf der linken Seite eine Ablagefläche. Hier auch ein Fach, da sind die Kopfhörer drin verstaut. Diese sind übrigens auch verpackt hier. Und wir haben hier noch das Bedienteil fürs In-Flight Entertainment. Das In-Flight Entertainment, das schauen wir uns auf jeden Fall später noch gesondert an. Weiter geht es. Hier haben wir einmal den Bildschirm. Der ist auf jeden Fall schon mal riesig, also eine riesige Anzeigefläche. Wir haben hier noch eine Ablagefläche. Wir haben hier noch ein Fach, was man öffnen kann. Wir haben hier noch einen Spiegel, den man nutzen kann, also einen Schminkspiegel. Und hier sehen wir schon unten der Fußraum. Wenn ich da jetzt meine Füße so reinpacken würde aus der sitzenden Position, eher nicht so gut, aber später dann in der liegenden Position würde man dann hier so die Füße verstauen können. Ansonsten, ihr seht es hier unten im Fußraum, da ist noch ein Staufach und
Hier an der Seite noch Verkleidung. Hier könnte man noch das Handgepäck wahrscheinlich unten verstauen. Das war's. Bis auf die Safety Card und einen Shop-Katalog hier vom Chris-Shop, vom Vielfliegerprogramm von Singapore Airlines. Aber auf jeden Fall schon mal sehr geräumig hier, sehr viel Platz, sehr viel Verstaufläche. Wenn ich jetzt hier einmal auf der rechten Seite vom Sitz schaue, dann habe ich hier auch verschiedene Lampen, die ich auch wieder in der Intensität des Lichtes verstellen kann. Ich habe hier auch den Do Not Disturb Modus. Und hier unten, hier befinden sich die Schnellauswahlmöglichkeiten. Und zwar seht ihr schon, hier sind verschiedene Knöpfe. Und hier habe ich eben auch die Möglichkeit, den Bildschirm ein- und auszuschalten, Licht zu regulieren und hier auch Schnellauswahlmöglichkeiten, um direkt den Sitz zu steuern. Also der erste Eindruck hier, das ist wirklich Premium. Das Boarding ist completed, alle sind eingestiegen, waren ja auch nicht viele und gleich kann es auf jeden Fall losgehen. Jetzt aber erst einmal Prost und auf einen guten Flug. Lecker, scheint übrigens richtiger Orangensaft zu sein. Und eine Sache, die ich gerade noch ganz vergessen habe, natürlich auch ganz wichtig, hier gibt es auch einen Tisch, den kann man so rausfahren und der ist ja riesig. Also der lässt sich hier auch individuell verstellen, nach vorne schieben, nach hinten schieben und auch so an die Seite kippen. Und das Sympathische ist, man kann den auch so einstellen, dass man hier wunderbar vom Tisch, also mit geöffnetem Tisch, zum Gang kommt. Für den Preisvergleich bei eurer nächsten Flug-, Hotel- oder Mietwagenbuchung kann ich euch wirklich nur Skyscanner empfehlen. Bei Buchung über den Skyscanner-Link in der Videobeschreibung könnt ihr meine Arbeit unterstützen und das Ganze ohne weitere Mehrkosten für euch. Wenige Minuten im Flug. Wir haben endlich das verregnete Mailand verlassen und jetzt kann man auch mal so ein bisschen Tageslicht nach draußen hin sehen. Wir nutzen die Möglichkeit jetzt einmal, um uns hier das In-Flight Entertainment System von Singapore Airlines im A350 anzusehen. Zunächst machen wir erstmal den Bildschirm an. Das geht wie gesagt hier an der Seite, aber es geht auch über dieses Bedienteil. So, und auf dem Bedienteil, da sehe ich schon, da habe ich auch verschiedene Möglichkeiten, die ich auswählen kann. Also sogenannte Shortcuts, also einfach Schnellauswahlmöglichkeiten. Aber hier natürlich der große Bildschirm. Ich habe hier oben die Möglichkeit, den so ein bisschen zu lockern, dass ich den so ein bisschen verstellen kann, aber auch nur wirklich ein bisschen. Also in der schlafenden Position, da kann ich ihn dann hier so ein bisschen runterklappen. Okay. Was mir gerade schon aufgefallen ist, dieser Bildschirm hat keine Touch-Funktion. Ihr seht das. Ich kann hier drauf drücken, das ist aber kein wirkliches Touch, sondern es ist hier so eine Art Glas vor. Das heißt, dieser Bildschirm ist also wirklich nur hierüber steuerbar. So, natürlich besonders schön, das Ganze kann man hier auch auf Deutsch einstellen. Englisch war jetzt gerade standardmäßig eingestellt, aber jetzt ist das Ganze auf Deutsch. Ich habe so ein bisschen noch Schwierigkeiten, offen gesagt, das hiermit die ganze Zeit zu steuern, weil man hat hier eben diesen Cursor, um sich da dann eben zurechtzufinden. Aber grundsätzlich scheint es auf jeden Fall ein sehr umfangreiches System zu sein. Das Wichtigste und auch so ein bisschen mein Lieblingsfilm ist natürlich dieser hier und den lasse ich jetzt auf jeden Fall erstmal laufen. Kommen wir nun einmal zu einer Sache, die auch auf Langstreckenflügen und gerade in Langstreckenflugzeugen auch mittlerweile Standard sein sollte. Und das ist das WLAN an Bord. Dafür hat Singapore Airlines hier sogar eine eigene, ja, ich wollte schon sagen Safety Card, aber WLAN-Bedienungskarte mehr oder weniger ausgeteilt. Grundsätzlich läuft das natürlich hier ganz simpel. Es gibt hier ein WLAN-Netzwerk, da loggt man sich ein mit dem iPhone und dann kommt man auf eine Startseite. So, und hier gibt es dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Also zum einen das freie WLAN, das ist kostenlos für First Class. Gut, die gibt es jetzt hier nicht. Business Class, aber auch verschiedene Stufen im Vielfliegerprogramm von Singapore Airlines können das hier kostenlos nehmen.
Ansonsten hat man hier noch die Möglichkeit, ein WLAN-Paket zu kaufen. Das ist für den ganzen Flug $16 und für 3 Stunden $9. Eine Stunde kostet $4. Das kann man hier sogar bezahlen mit PayPal und Alipay. Und man kann, wenn man einen hat, hier auch noch einen Gutscheincode eingeben. Also ihr seht, in der Business Class hier das WLAN gratis, finde ich richtig, richtig gut. Aber auch für $16 oder was das gerade war, das volle Paket für den ganzen Flug, das ist auch preislich definitiv fair. Und jetzt begann auch gerade schon der Service. Auf diesem kurzen Flug gibt es natürlich auch nur was Kleines zu essen. Aber die standardmäßige Auswahl von Getränken hier an Bord von Singapore Airlines, das heißt im Prinzip alles, was das Herz begehrt. Alkoholische Getränke, nicht alkoholische Getränke, Heißgetränke und auch verschiedene Arten von Cocktails. Auf diesem kurzen Flug gab es jetzt hier die Auswahl zwischen einem herzhaften Gericht, das seht ihr auf der linken Seite, und einem süßen Gericht, das seht ihr auf der rechten Seite. Ich habe jetzt nur ein Wasser zu trinken genommen, tatsächlich. Hat einfach den Hintergrund, dass es gerade noch ein bisschen wackelt und dass dementsprechend noch keine Heißgetränke ausgegeben werden. So, das herzhafte Gericht, das sind wie gesagt so kleine belegte Brote mit Fisch und Schinken, Mozzarella. Also es scheint auf jeden Fall gerade in Italien, in Mailand beladen worden zu sein. Aber frisch und lecker. Und natürlich schauen wir uns auch einmal die Toilette an hier bei Singapore Airlines im Airbus A350. Es gibt eine Toilette direkt hinter dem Cockpit und eine weitere Toilette am Ende der Business Class. Auf der bin ich jetzt. Und wir sehen schon, wir haben hier einmal einen Babywickeltisch. Dann haben wir die Toilette selber. Dann haben wir hier noch einen ausklappbaren Sitz. Und wir haben auch noch eine kleine Blume hier. Das ist allerdings eine künstliche Blume. Und es finden sich hier auch noch einige Amenities, unter anderem ein Eau de Toilette, ein Erfrischungsspray fürs Gesicht und eine Handcreme. Ansonsten hier natürlich noch das Waschbecken mit 2 Sorten von Papier und die Seife. Das Ganze hier macht auf jeden Fall einen sehr sauberen und tatsächlich auch geräumigen Eindruck. So, ich habe mir gerade noch mal einen Cappuccino bestellt. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir mal zu dem wichtigsten Argument, einen Business-Class-Flug zu buchen, nämlich dem Bett. Und da müsst ihr euch bei Singapore Airlines gar nicht selber drum kümmern. Also ihr habt zwar diese Schnellauswahlmöglichkeiten am Sitz, aber wenn ihr das Bett haben wollt, dann sagt ihr einfach der Crew Bescheid und die richtet das dann für euch ein. Und so sieht das Ganze dann aus. Wie gesagt, die Crew hat mir das gerade hier gemacht und wir haben hier auch eine Unterlage über dem Sitz. Also das Ganze ist auch immer hygienisch, das wird auch gewaschen. Und jetzt probieren wir das Ganze mal aus, legen uns einmal rein. Und ihr seht schon, einmal die Decke an. Und jetzt liege ich hier schon drin. Die Füße, wie gesagt, die gehen dann hier unten in diesen Bereich rein. Und man muss dann so ein bisschen vorrutschen. Und dann kann man sich hier auf jeden Fall hinlegen. Hat jetzt hier auch tatsächlich 2 Kissen, also zum einen dieses große, was hier vorhin schon war, aber auch noch ein etwas dünneres, kleines Kissen zum Schlafen. Und dann liegt man hier so drin und also ich muss schon echt sagen, das ist hier ein Platz. Also ich habe erst gedacht, dieser Sitz hat gar nicht so die hohe Privatsphäre, aber wenn ihr das jetzt seht, man ist hier schön abgeschirmt, man ist hier auf der linken Seite schön abgeschirmt und hat hier wirklich einen riesigen Platz drin. Also definitiv im oberen Körperteil, da hat man richtig, richtig viel Platz, kann hier auch auf der Seite schlafen. Jetzt ist es so, an den Füßen unten, wie gesagt, da ist es hier ein bisschen beengter, aber auch noch völlig in Ordnung. Man kann auch die Füße so ein bisschen übereinander legen. Also das passt auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt hier auf die Seite legen möchte, dann geht das, wie gesagt, auch wunderbar. Also das ist wirklich mal ein richtig, richtig großes Bett und hier kann man wahrscheinlich richtig gut schlafen. Das ist tatsächlich von der Breite hier gefühlt schon größer als das ein oder andere Hotelbett. Ja, und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie das hier aussehen würde, wenn ihr zum Beispiel zu zweit reist. Dann macht es ja wirklich Sinn, hier in der Mitte zu sitzen. Und das sind so richtige Pärchensitze. Also ihr seht schon, man hat hier den Sitz, dann in der Mitte eine Wand. Das heißt, wenn man sich nervt, dann
kann man die auch ausfahren. Hat ein bisschen mehr Privatsphäre. Und hier dann der andere Sitz. Das ist also wirklich fast schon eine Art Doppelbett hier. Und da war ja noch was. Wir haben ja noch das Amenity-Kit. Das wollen wir uns auch nochmal anschauen. Es ist auf jeden Fall von der Marke Le Labo aus New York. Und es ist so eine richtig schöne Vintage-Tasche, kann man quasi sagen. Also kann man auf jeden Fall auch nochmal gut verwenden. Und da sind eine Handvoll Amenities drin. Also zum einen einmal eine Karte, ein paar Informationen. Dann haben wir hier so ein Feuchtigkeitsspray. Wir haben hier eine Gesichtscreme. Wir haben hier noch eine Handcreme bzw. einen Lippenbalsam. Und wir haben noch einen kleinen Müllbeutel. Das war's, relativ klein und überschaubar. Aber dass es hier überhaupt ein Amenity-Kit auf so einem kurzen Flug gibt, das finde ich schon cool. Jetzt geht's auf in den Landeanflug in Richtung Barcelona. Und damit herzlich willkommen in Barcelona, angekommen mit Singapore Airlines aus Mailand im Airbus A350 und das Ganze in der Business Class. Natürlich für euch noch mein Fazit und die Zusammenfassung von diesem Flug. Die Flugdauer 1 Stunde bis 1,5 etwa, aber wirklich, man hat die Möglichkeit, sich da mal in Ruhe reinzusetzen, alles durchzuprobieren und der Service. Wow, also selbst auf so einem kurzen Flug, dass es da ein eigenes Amenity-Kit gibt, dass die Crew da auch so aufmerksam ist und da wirklich richtig arbeitet und Service bietet etc., das ist schon beeindruckend. Gut, das Essen, das war ein bisschen klein, das hat aber auch definitiv gereicht für so einen kurzen Flug. Dir wird da das Bett gemacht, du hast da alle Amenities, die du möchtest und vom Produkt her, ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen, das ist wirklich Premium-Klasse, also richtig, richtig gut gemacht. Den Flug hier, den kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, sowas auch mal auszuprobieren, bucht euch in der Economy Class ein. Die Business Class, die war gerade quasi fast leer. Also da habt ihr gute Chancen, auch mal günstig dann noch ein Upgrade kaufen zu können, spontan, beziehungsweise dafür bieten zu können. Das würde ich auf jeden Fall mal empfehlen. Singapore Airlines nach dieser Erfahrung hier definitiv zu Recht eine der besten Airlines. Das kann ich auf jeden Fall so guter Dinge weiterempfehlen. Ich hoffe, euch hat dieser Flugreport hier gefallen. Ihr habt vielleicht auch Lust bekommen, mal so einen kurzen Flug zu machen oder vielleicht auch einen längeren Flug auf der Langstrecke mit Singapore Airlines. Wie immer gerne teilen, liken und kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt und neugierig seid auf weitere Flugreports, spannende Erlebnisse und Tipps und Tricks rund ums Reisen, dann jetzt hier abonnieren bei Zwischen Gate und Ziel.